Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Herzlich willkommen zurück. Und warum leckt das gerade? Das unten eingeblendet. Ich glaube... Wenn es einmal klappen soll. Erstmal, Paul, was geht? Auch wenn du wahrscheinlich nicht mehr im Stream bist, aber es geht. So, Friends. Wait a second. Ich werde noch mal kurz das bearbeiten. Weil das kann ich so nicht durchgehen lassen hier. Streamwerkzeuge. Klappt es jetzt? Ne, es klappt immer noch nicht. Gab es gerade leichte Probleme? Habe ich das richtig gesehen? Ach nee, die Cam wollte ich gar nicht. Mann. Irgendwie klappt es gerade nicht so, Leute, mit diesen Einblendungen da unten. Das geht mir gerade ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Jetzt klappt's wieder. So. So ist es doch gleich viel besser, wenn alles klappt wieder. So Leute, heute auf dem Plan steht PlayStation 5 Showcase. Und Sony hat tatsächlich keine State of Play, sondern ein Showcase vorbereitet. Sprich,
da könnte schon was Geileres kommen als bei einer, hier, ja, warte, hier, sag schon, also Final State of Play. Deswegen bin ich sehr gespannt und ich finde den Fokus von meiner Cam auch wieder wunderbar. Hab natürlich mich heute auch dementsprechend gekleidet hier, PlayStation T-Shirt angezogen, weil man soll ja auch ein bisschen mitfiebern, ne, ist ja ganz klar. Gerüchte standen im Raum und zwar neues Footage zum neuen GTA Online Graphic Update PS5, you know what I mean. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, ob das vorgestellt wird. Auf den diversen Instagram-Seiten wurde das so geschrieben, dass es angeblich höchstwahrscheinlich heute vorgestellt werden wird, wie GTA 5 auf der PlayStation 5 aussehen wird. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ich habe eine große Erwartung, was das angeht. Und hoffe dementsprechend auch, dass Rockstar da wirklich was Wunderbares gezaubert hat. Und ja, Leute. Bin mega gespannt. Außerdem wahrscheinlich, denke ich mal, Horizon Forbidden West vielleicht nochmal ein bisschen was. Und die ganzen anderen Spiele, die so angeteased wurden. Vielleicht auch, was ich aber auch denke, neue Spiele, die vielleicht auch geil sind. Ja. Ich werde jetzt noch mal kurz was machen in den restlichen Minuten, die wir noch haben. Könnt ihr by the way mal sagen hier, wie ihr das Overlay in Anführungszeichen findet. Den Just Chatting. Ich habe eine Zahnspange drin, Leute, deswegen nicht wundern, wenn ich so komisch rede. Und ja, ich werde mal umschalten. So, genau. Da tun wir den Rahmen noch ein bisschen verschieben. Genau. So, ich glaube, das passt. Bin gleich wieder da, Leute. Obwohl, kann ich eigentlich in den Just Chatting Dings schnell gehen. So. Ah, da ist wieder der Fehler, Digga. Let's go. Kurz mal die Karre aktualisieren. Ja, let's go. So, Leute, bin gleich wieder da. Ich werde mich beeilen, weil die PlayStation Showcase geht gleich los. Bis gleich. Leute, bin wieder da. So, es geht gleich los. Ich bin mega gespannt. Ich werde die Musik schon mal pausieren und die Audio vom Stream hier anmachen. Ich werde aber erst umschalten und dann anmachen hier. So, zack. Tschüss, übertreib. So. Gleich geht es los. PlayStation-Mucke wie immer am Start hier. Will jetzt natürlich auch nicht zu groß sein, deswegen gucke ich mal kurz, wie es auf der Vorschau aussieht. Ja, geht so. Vielleicht den nochmal ein bisschen... So, und es geht... Jetzt müsste es eigentlich losgehen. Gucken wir in der Cam, perfekt. Ah ja. Let's go, Leute. I'm ready. Das Ganze ziehen wir uns auf Englisch rein. Deswegen nicht wundern, wenn keine deutschen Kommentatoren hier sind. Ich weiß nicht, Untertitel? Kurz gucken. Englisch. Okay, es gibt bloß Englisch. Ich lasse die Untertitel jetzt mal
an, wenn sie nicht zu krass stören. Aber wenn, dann haben wir hier schon 1080 mit 60p FPS Frames. Leute, ich bin echt hyped, sage ich euch ehrlich. Ich bin sehr gespannt auf GTA. Alle sagen, dass GTA kommt, beziehungsweise neues Footage. Es stand ja auch mal das Gerücht im Raum, dass ein Story-DLC kommen soll, also für den Story-Modus. Wäre natürlich geil. Ich habe den Story-Modus noch gar nicht durchgespielt. Bin wahrscheinlich gerade mal erst mit einem Viertel oder so durch. Aber wäre cool auf jeden Fall. Let's go! Gameplay captured from a PS5 system. Das ist auch gut so. This program contains major content that may not be... Okay. PlayStation. Oha, geht's direkt los mit GTA oder was? Tschüss. Nein, Spaß. Imagine das GTA. Hört ihr alles gut? Ich fühle den Beat auf jeden Fall. Okay. Ja, alles klar. Bro, es ist ein bisschen laut. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hat schon irgendwie gewisse GTA-Vibes, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ein Witz. Also mir ist klar, dass es kein Game-Footage ist, sondern so ein Trailer. Das sieht aber geil aus. Ui. Also das Auto meine ich. Aber der Trailer ist auf jeden Fall schon mal nice. Bloß ich frage mich halt, was das darstellen soll. Vielleicht hat es auch irgendwas mit PlayStation 5 zu tun, halt irgendein Intro oder so. Dass das Showcase jetzt startet irgendwie, so. Ach lol, das ist Horizon. Play has no limits. Okay, das war wahrscheinlich doch ein Intro. Ja, wahrscheinlich wohl eher ein Intro. Jetzt geht's los. I'm Jim Ryan, President and CEO of Sony Interactive Entertainment, and welcome to the PlayStation Showcase. At PlayStation, we believe in pushing boundaries and setting the benchmark for creativity and excellence in entertainment. We always love the opportunity to speak directly with our community. The new technology in PS5 enables development Die Untertitel sind wahrscheinlich ein bisschen delayed, also nicht wundern. and compelling worlds, showcasing their creative vision as storytellers. We've never been more grateful for the PlayStation community. So thank you for allowing us time to share some significant updates and brand new content. So without further ado, let's look at some new and amazing games. Okay. Vielleicht jetzt schon ein krasser Hammer?
Ah. Oha, Lucasfilm Games? Das könnte Star Wars sein? Nee, das ist kein Star Wars, oder? Peace is a lie. Not actual gameplay, okay. That is what the Sith believe. Doch, das ist Star Wars, hä? They promise power. Ich krieg auch ein bisschen Gänsehaut. Now Real talk. they wield it. We face the greatest Sith in generations. Den kenne ich irgendwoher. Star Wars Knights of Old Remake. Ja, ich habe gewusst, das muss irgendein Remake sein, weil den kannte ich aus irgendeinem Spiel. Copyright Strike wegen Musik, let's go. A Legend Remade for PS5. Kenne ich, das Spiel kenne ich. Noch nie gezockt, aber ich kenn's. Geiles, ist cool. Cooles Remake. Haben jetzt zwar nicht so viel gesehen, aber schön, dass es ein Remake von dem Spiel gibt. Ich hoffe, es ist nicht zu laut für euch, Leute. Dass ihr mich auch noch nebenbei ein bisschen labern hört hier. Oha, was geht hier ab? Zack! Shift up, Second Eve Studio. Bin ich jetzt der Einzige, der entweder nicht checkt, dass es ein Spiel ist, was schon vorgestellt wurde, oder ist es jetzt schon ein neues Game? Okay. Das sieht aber schön aus. 성불이나 한여다. Das sieht aber grafisch, sieht das schon schön aus. Oha. 여긴 지하철역이야. 사람들을 태우고 거미줄처럼 도시를 누비던 교통수단이지. 뭐 다 지난 얘기지만 말이야. 잠깐이. 네이티브가 시체에 기생하고 있다니. 매복이야. 그날 이후 지성의 도시들은 모두 예비처럼 폐허가 됐어. 잘나신 분들은 우주로 달아나고 나가는 Boah, 분들은 이곳에 wie 버려지지. ekelhaft sah der denn aus? 마더스피어의 구원을 아직 기다리고 있는 거야. 이브 조심해. 전방에서 뭔가가 Bro, was geht jetzt ab? 곧 무너지겠어. Tondiminister! Ah, was ist das denn für Viecher? Bro. 뭐 살살 가고 있겠지. 여기야. Junker! Oha. Copyright Strike ruft. Der hat da so... Der hat da so eine Art Säge als Kopf. Sieht aber echt geil aus. Project Eve. Okay. Sah auf jeden Fall sehr interessant aus.
이브, 저건 알파 네이티브야. Okay, Sana ist aus. 2K presents Gearbox Software Game. Darkness washes over the land. Dun, dun, dun. Captured on PS5. Sag mal, sind wir hier? Ja. Dragon Lord has returned. Fools! Your party of heroes can't stop me. Who's ready to rickety roleplay? Das ist irgendwie ein bisschen so eine Grafik von Borderlands irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass das Borderlands ist. Mit die Musik, die verrät schon alles über das Spiel. So schlecht sieht es jetzt nicht aus, ne? Aber richtig weghauen tut's mich jetzt nicht. Hä? Bro, hä? Warum ist der Körper kleiner als der Kopf? Ready, newbie? Time for character sheets, baby! Teeny Tina's Wonder. Alright, trailer over. So schnell konnte ich nicht lesen. This ain't no super duper hero movie. 25. März 2022. Ich mach die Untertitel mal aus, sage ich euch ehrlich. Die sind so delayed. Ich lasse die mal lieber aus. Square Enix. Luminous Productions, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Aua. Wow, Fokus, danke. No more fights. Clean air, bright skies. What the actual fuck? Junge, Reise durch die Zeit. Wait, stop! Das sieht echt schön aus. Als Real Talk jetzt, ne? Wenn das von der PS5 gecaptured ist. Mashallah. And technically not Earth. Well, not what you would call Earth, anyway. I swear to God, asshole, show yourself! Myself, I've shown. Where are you? Right here, at the end of your arm. Oh, hello, yes. Einfach diese Ringe. I'm somewhere that's not what I Wow, Digga. I'm seeing freaking dragons, and oh yeah, I'm talking to a cop. Did I just do that? Bro, wie geil sah das gerade aus? Move shit with my freaking mind. Yeah, okay, that is something I do now. By the way, Präsentation soll insgesamt 40 Minuten ungefähr gehen. No, you're just being ridiculous. Oh, that's too far. Also wir haben noch Zeit, Leute. Wird noch einiges kommen. Aber diese Landschaften hier im Hintergrund sieht unnormal geil aus.
Muss man überlegen, wie weit man einfach schon in der Entwicklung ist mit der Grafik heutzutage. Das ist so krass. Und das wird ja vor allen Dingen immer und immer weiter krasser quasi, ne? Mein PS5 wird nicht die letzte Sony-Konsole sein. Hoffe ich zumindest, aber ich denke nicht. Und ich meine, die PS5, die ist ja schon krass, ne? Aber da kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das in der Zukunft werden soll, ne? Das ist heftig. The one and only Tanta Sila. Spring 2022. Also Frühling 2022. For decades, Team Rainbow has been the shield against Rainbow Six Siege, weil sie Rainbow gesagt hat, lol. hostage situations, biological weapons, the threat of nuclear war. But now, we face the greatest terror our world has ever known. Ha, ich hab's gesagt, lol. Ja. Ich spiel's by the way nicht, aber was sind das für Monster? If we want a shot at tomorrow, we will move as one. We will think as one. We will do whatever it takes. As one. Oh Gott, dieses Schreien, Alter. Together, we enter the unknown. Das ist Together, heftig. we fight for our future. And no one will be left behind. Oh. Januar 2022, Rainbow Six Siege Extraction. Cool. Cooler neuer Content. Ich spiele es wie gesagt nicht, aber für die Leute, die das Game zocken, wird das sicherlich cooler Content sein. Epic Games Publishing Presents a game by Remain Entertainment. It's coming for me. Whatever you do, Fortnite 2. dark. Stay in the light. The Deerfest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. Famous artist, no less. Alice? Alice? PlayStation 4. Alice, she's missing. Calm down, Mr. Winter. Last night I woke up to a nightmare. I was missing a week. For first time. Fürs Erste. I squeezed the flashlight like my life depended Also on erstmal it. quasi I could exclusive. save myself. I could save Alice. Carl Stuckey. Pleased to meet you. Okay, das scheint mir auf jeden Fall ein Horror-Game zu sein. Ein bisschen so Horror-Adventure-mäßig. My name is Alan Wake. I'm a writer. Alan Wake Remastered. Gab's da schon mal ein Spiel? Okay, available 5. Oktober. Gar nicht mehr so lange. Ja, GTA, oh mein Gott. Ja, bitte, was Geiles. Hello, Franklin. What's up? Welcome back to Los Santos, ja. With improved graphics. Ja, geile Grafik, bitte. Zeig mir Enhanced Gameplay. Okay, tschüss. Ja, I gotta run now, okay? Alright, bye, babe. Seamless Character Switching.
Explosive action. And much more. I think we're gonna literally make out like bandits on it. Also experience Grand Theft Auto Online. Slenderman einfach. There remains work yet undone. Critical work. Was ist das für ein crazy Game, Mann? Das ist verdammt gruselig, so wie die Typen da aussehen. Still your fear. I will be her salvation. Mari! The time is nigh. The world rests on the precipice. Ich werde zu GTA am Ende was sagen, wenn es vorbei ist. A new age will dawn. Ghostwire Tokyo. Okay, sah mega geil aus. Auch crazy Characters, die da waren. Sahen echt teilweise ein bisschen gruselig aus. Sehr paranormal. Marvel. Als hätte man nicht schon genug Spiele. Guardians of the Galaxy. You came here seeking truth. Das sind keine Guardians of the Galaxy. Die sehen komplett anders aus. Wishes to share it with you. United in the light of belief, all suffering, all grief will end. Nee. Allein wenn ich die Charakter schon sehe. What's wrong with you? Oh, I think I'm having a heart attack. Sahen die wirklich mal so aus? Ich glaube nicht, oder? Cosmo, how you doing, buddy? Grand Unifier Raker, leader of the Church of Truths. During that ritual with the priest, they kept talking about a promise. It was like they were drinking funky juice or something. Or joined the cult. So let us investigate for you. Always catch, Peter Quill, and not fun kind with Bob. Hey, World Mind, long time no see. The current probability of defeating the Universal Church of Truth is 0.3%. Is that bad? It sounds bad. It is. I hope you've got one hell of a speech plan, Peter. That makes two of us. I'll take you to the stars. Follow me! Show you who we are! We're space riders with no name. Take you to the stars. Show you who we are! By rejecting the promise, you have proven yourselves unworthy, and you must be destroyed. Ach, Junge, 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 als hätte man nicht schon genug Marvel Games. The Milano's on her way. Ich bin Groot. Thanks, bud. Ja. Jetzt nicht so der Hammer.
Watch Dogs Legion? Nee. Definitiv nicht. Mashallah. Geiler Kill. Bloodhunt. ...2021, dieses Jahr noch. Ich glaube, Bloodhunt haben sie auch schon mal gezeigt. Deathloop? Nee. Nee, ist nicht Deathloop. Das war ein anderes Entwicklerstudio bei Deathloop. Arcane Studios war das so. 8 geniuses who painted up a prison and named it freedom. Locked us all in one repeating day. Their eternity. An endless party that you can never leave. War doch Deathloop, oder? Ja, doch, tatsächlich. Vielleicht habe ich einfach nicht lesen können, was das Entwicklerstudio ist. A bunch of spaced out science nerds, brainwashed cultists flinging bombs, whatever these guys are doing, all spewing. Deathloop ist ja so ein Game, das sieht schon echt geil aus. Und so gameplay-technisch und so. Aber es reißt mich irgendwie nicht so um. My thing is answers. Who are these people? What do they want with me? And why is she always one step ahead? Come on, Colt. You gotta put this together. Sieht so geil aus, ne? Somebody built this place. Somebody's sending me these messages from the future, the past, whenever. And some jackass wrecked every plane out here. Is this a contest for them? Some type of experiment? How does this time loop work? Does anybody remember? Why is everyone wearing a mask? What is the last notes anymore? Who am I? Colt, I want you to remember. I want you to remember why you came here. Huh. Is that? Damn, I look good. I've imagined myself a way out. Überraschung. Plum. Gonna break this time loop before it breaks me. Deathloop. Dieses Jahr noch, 14. September. Hä, das ist doch in 5 Tagen kommt das raus. War das Release-Date vorher schon bekannt? Okay. Kann ich nichts zu sagen. Wenig Footage. Sah grafisch jetzt nicht so schlecht aus.
Diyan, kaloy chungna Philip Meapuro. Meaji? Sampai muna nyawak. Iti yang azo ikuhu ni ang age. Ano si Lotha din niya napet? Che Oleti. Boah, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich zu diesem Spiel sagen soll, aber was für eine geile Grafik, was für ein cooles System, also so in Tiere verwandeln halt. Also das Game fand ich echt nice. Das hat mir gefallen. Oh, sieht aus wie Uncharted. Ich glaube, das ist Uncharted Remake oder so. Oder neues Uncharted. Keine Ahnung, ich habe es nie gespielt. Ja, Remastered for PS5 and PC. Uncharted. Oh, crap! Everyone obsessed with his treasure gets what they deserve. War das Uncharted, Digga? Bin ich lost? Ich glaube, das war Uncharted, oder? Hieß das so? Ja, ne? Bro, kein Titel oder was? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hieß das Uncharted oder hieß das anders? Klar. I'm Herman Hulst, head of PlayStation Studios. PlayStation Studios, at its heart, is a diverse and passionate group of storytellers at our collective of AAA studios all across the globe. Everything we do is driven and inspired. Hey, zu dem neuen God of War wurde auch lange nichts mehr gezeigt, ne? PlayStation 5 gives us the opportunity to push the boundaries of storytelling even further. Our world-class development teams at PlayStation Studios have already delivered schon wieder länger her, dass man mal was davon gesehen hat. And we're only just getting started. As you'll see today with the lineup Boah, Gran Turismo, so geil. For PlayStation Studios, we're going to continue to drive innovation, advance gaming, while always embracing the legacy of PlayStation and creating games that matter. Games that you're not going to find anywhere else. Enjoy. Okay. Wir sollen enjoyen, Leute. Warum schon wieder Marvel, Digga? Ey, es reicht doch langsam mal. Schön und gut, dass ihr so viele Spiele habt, aber ihr braucht jetzt hier nicht eine ganze Präsentation mit eurem Marvel füllen hier. Vielleicht bin ich der Einzige, der davon ein bisschen abgefuckt ist, aber naja. Oha, Wolverine? Okay. So als von dem, was man gesehen hat, nicht so schlecht aus grafisch. Ja. Sind das jetzt so ganz kleine Teaser? Oha, tschüss, was geht hier ab? Forza? Oder Gran Turismo?
Gran Turismo wo eher, ne? Ja, Gran Turismo hat man schon gesehen da auf dieser... Nice, neues Footage zu Gran Turismo. Yes! Boah, Junge, diese Reflexionen. Tschüss. Hammer. Boah. Yo. No smoking. Alter. Schöne Autos. Schöner Fotomodus. Oh Gott. Was man da alles wieder tun kann. Meist sehen diese Kamera-Trailer-Dinger besser aus als das Gameplay, was tatsächlich gezeigt wird, aber es stand ja da, dass es Captured on PS5 ist und das sieht halt wirklich mega aus. Jo, geiler Lambo. Also von Reflexion, Baba-mäßig. Gran Turismo 7, der Real Driving Simulator. Mashallah. Geiles Game. Freue ich mich drauf. Schon wieder Marvel. For as long as I can remember, I have looked for an equal. One who could push me. Ich hab's gewusst, oder? Spider-Man. One who could surprise me. Wobei, die Spider-Man-Spiele sind nicht so schlecht. Neue DLC zu Morales vielleicht? Yet all I found is disappointment. Will one of you Two-Player-Mode? give me what I desire? Wie gesagt, ich hab's nie gespielt. Oh, Venom. Venom ist auch so ein kranker. Spider-Man 2. Neues Game. Oha, neues Spider-Man-Game 2023. Okay, das ist nice, Digga. Und so wie es aussah, kann man das vielleicht sogar zusammen spielen. Weil da 2 Spider-Mans waren. Ah, neues Spider-Man-Game? Nimmt man gerne mit. Auch wenn es jetzt schon wieder ein Marvel-Game ist, aber Spider-Man-Spiele sind wenigstens geil. Neues God of War. Beziehungsweise mehr Footage. Ragnarök hieß das, glaube ich. Ah, da ist ja noch sein Sohn. Sam.
Santa Monica Studio. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there, finding out who I am, who Loki is. I will not allow you to pick a fight with gods. I don't want to fight anyone. I just want Wer ist sie denn? And if those answers lead to war with Asgard, Ripperndes Schild. you do not know what Mother wanted. Well, I recognize that dour expression anywhere. Odin's got tricks up his sleeve we haven't dared to consider. What if there was someone who could help us? You mean Tyr? The old god of war in these lands. Wow. Well, for a dead man, Odin seemed pretty keen on seeing he was Alter! If he's out there, we gotta find him. Wie geil das aussieht. What in all yarns be the happen to him? Wer ist der denn? We're trying to stop Ragnarok, to help people. And what if the only way to do that is war? War is not the only way. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No! You seem like a calm and reasonable person. Are you a calm and reasonable person? Junge Tor. Zack, Junge. In moments of crisis, Was ist das denn für ein Vieh? panic does nothing. Harness it. Let it serve you. Tyr! Wer ist Tyr? Ist das ein Freund von ihm? Wie gesagt, ich kenne mich in God of War jetzt nicht so krass aus, aber God of War, Ragnarök. Geil. Sah mega schön aus. Well, some of them. Auch ein Game, was, denke ich, sehr, sehr gut ankommen wird. Marvel? Achso, okay. More Updates in 9. Okay. Hä? Was war das jetzt für ein kurzer Zwischenbildschirm? Hä? Und noch so ein Überblick-Trailer. Copyright Strike, ich liebe es. Hab ich auch hier liegen. Das war cool. Well, I recognize that dour expression anywhere. And that was the PlayStation Showcase. We've got more info and updates coming right now. And I'm in fact joined by no less than PlayStation Studios head Herman Hulst. Herman, really strong showing here from PlayStation Studios tonight, including an awesome new look at GT7 and finally a release date. GT7 is coming in March, and I don't think fans are going to be disappointed with what Yamauchi-san and Polyphony have been working on. What we're doing with GT7 is we're pulling from the entire history of the franchise, taking some of the best features,
into GT7, GT campaign, arcade missions, all that good stuff. And you know, I got a chance to play, and it just looks and plays sensationally. The haptics, the vibrations, you feel the roads, the pull and the weight of the different cars. I'll tell you, the one thing that I personally really liked is the braking variations through the adaptive triggers. That really kind of makes you feel like you're an incredible racer, and for me, that's great. Great to hear that about GT7. I can't wait to play that. But I also really wanted to talk about Insomniac. I mean, this is a studio that is absolutely on fire the last year, maybe 18 months, with Marvel Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank, A Rift Apart, and now 2 big reveals tonight in the form of Marvel's Spider-Man 2 and Marvel's Wolverine. It's kind of a shock. You work really closely with Insom, Herman, so what can you tell us about just why Insom gets so fired up about the Marvel Universe? I mean, Sid, you said it, Insomniac are on fire. They've been just so productive, and I think the team in Insomniac, they're really always challenging themselves to raise the bar with their approach to storytelling and craftsmanship, and it's really evident in the consistently high quality of games that they've been delivering over the years. I think on top of that, they really prize collaboration amongst their team, and that collaboration that also extends to the way that they work with other PlayStation teams, but also their work with their great partners at Marvel. And that collaboration resulted in the amazing first 2 Marvel Spider-Man games. And I know that Insomniac are extremely excited to be further expanding the universe into Marvel Spider-Man 2 now. And they're also going to be raising the bar again, you know, in terms of immersion, action, visual fidelity. I think Marvel Spider-Man 2 will be a spectacular showpiece for gaming. And they're also so thrilled to then bring gamers an emotional and a suspenseful journey into Marvel's Wolverine. I think that PlayStation fans are really going to be in for a treat over the next few years. Very cool, very exciting times, and on multiple fronts. Tonight, we also got our first big look at God of War Ragnarok. Herman, what can you tell us about where Santa Monica Studio is going with this one? You know, like many of the fans, I'm personally really invested in the relationship between Kratos and Atreus. We got to see in the trailer that there's some real tension brewing between them as Ragnarok approaches, so, you know, I can't wait for players to see how that relationship between them evolves. And you gotta trust me when I say that Santa Monica Studio have prepared quite a few twists and turns for players as they set up the finale of the Norse saga in God of War Ragnarok. We're gonna get an update on God of War Ragnarok from Santa Monica Studio here in just a moment. But before you go, Herman, I wanted to get your take on Horizon Forbidden West. Now, we've learned that this one is coming out in February. I am sure that by this point you've played it. So what has jumped out to you? What can you tell us about the game? I've had a chance to play the game on PS4 and PS5, and it looks great on both. PS4, PS5. For PS5, the level of detail on Aloy, her kit, her lighting, it's just exceptional. Auch so Even schön, more ne? amazing because the environments have so much going on too. Auch ein Spiel, was definitiv gute Bewertungen einfangen wird, auch wenn das Spiel momentan ein bisschen kritisiert wird, wegen den ganzen Editions, die es gibt und den Inhalt jeweils. When you combine these together, that comes in really handy when you're dealing with the new machines. On PS5, the haptic feedback on the controller, I think in my mind really adds to the experience, you know, when you're firing arrows and the other ammo. You know, the team at Guerrilla, I know them so well. I'm super proud of them. They're creating something incredibly special. And I just can't wait for gamers to get the next chapter of Aloy's adventure in their hands. Thanks for the update, Herman. We're joined now by Eric and Corey from Santa Monica Studio. And I wanted to check in with you two on the big announce we saw just a few minutes ago, God of War Ragnarok. We finally got our first big look at it. And actually, Eric, I wanted to start with you. You've been involved with every single God of War, including 2018's God of War. Is that correct? Yeah, that's correct, Sid. I've been with the studio since 2004 in many different capacities, working with both Santa Monica and Randy at Dawn on the God of War franchise. And I don't know why, but they thought it'd be a good idea to say, hey, do you want to direct this one? And so that's what I'm doing. I'm directing God of War Ragnarok, or as Corey likes to call it, never heard of it. So that's the update on that. So Eric, why the shift in leadership on God of War Ragnarok? It's always been a tradition here at Santa Monica to change the directors across the games. You know, we've had really good success with that. Corey's been the only repeat director, and, you know, rightfully so. He's pretty damn good at what he does. So that's kind of what it is.
The important thing for us is to be able to kind of get a fresh perspective each time, but also, you know, a fresh pair of legs in the sense that you're really exhausted at the end of finishing one of these things. So you gotta con somebody else into doing it, like him. So Eric, what aesthetics or themes sort of resonate with you as a creative? I mean, I guess what I'm getting at is like, how do you see yourself leaving your fingerprints on God of War Ragnarok? It's kind of the designer in me wants to answer one way, but as a director, you have to answer a different way. I think you have to learn how to jettison your own profession when you switch over to the director's role, which I'm sure Corey can understand. I mean, he kind of animated a little bit on God of War 2, and we kind of had to throw it all out, except for that sneaky backflip that Kratos has never done again that we left in. That's the perk of being the director, I guess. But, you know, from my point of view, like, we want to tell a very heartfelt and epic story as, you know, a father and son go on a journey, and they struggle with holding on to stuff and letting go of things. You know, it's a very difficult kind of human condition that we all deal with, and we kind of want to arrive at that by taking like slices of life or family, you know, drama, if you will, and kind of juxtapose that against big Norse backdrop. And you know, at the end, we just want to have an ending that feels very, you know, surprising yet inevitable based on all those things. But it's kind of, you know, I'm from the Midwest, so like slice of life, very common, mundane things are just as interesting as big world events. And so we try to collide those things together to, you know, make an experience that's very worthy of the God of War name. So with the game officially being called God of War Ragnarok, I guess it doesn't take a genius to think that perhaps Ragnarok factors into this game in some manner. Can you confirm that, Eric? Yeah, I mean, you can't call the game God of War Ragnarok and not have Ragnarok happen in the game. So, you know, it's going to happen. We're going to cap off the Norse series with it. And I think Chris Judge said it best in the announced trailer last year. Prepare yourselves. The last game ended with a teaser of sorts for Thor. And I just got to know, was that Thor's voice we heard in the trailer just a few minutes ago? That was definitely Thor's voice that we heard in the trailer. Thor is being played by Ryan Hurst, which you might know him from Sons of Anarchy. He played Opie, one of my favorite characters ever. And we're just delighted to have him come play in the God of War sandbox. And his take on Thor and our take visually on Thor is very different than the hunky Australian you might know. You know, he's much closer to the Norse mythology version. You know, he's this big, burly, almost hedonistic man-child, red hair, you know, left-handed, just a little off kilter than the Thor that a lot of people know right now. So I can't wait for people to experience more of that when the game's done. We also heard the name Odin in tonight's trailer. So I imagine if we're going to experience Ragnarok, Odin's going to have to play a pretty big role here, right? Definitely. I mean, Odin is the all-father of all the realms, so he's going to show up when Ragnarok happens. We're very, very happy to have Mr. Richard Schiff come on to play Odin for us. You may know him as Toby from The West Wing. This was one that we never thought was going to happen. It was like kind of a shot in the dark, and he got back to us, and we walked him around the mocap volume, and he was just like, I've never done anything like this before. Let's do it. And so the kind of rest is history. So I can't wait for people to experience that and see how he factors in. And it's a very different take, again, much like Thor. You know, he's like a old man who's just kind of busy with his own things and doing whatever he wants. And he doesn't live in a castle or anything like that. So it's again, a different take, kind of what we do. We just take what's known and curveball it a little bit and, you know, make it special. We also saw a couple of new characters tonight. So what can you tell us about them? Are you talking about the little squid? Bro, er wird so ausgefragt, you're talking Alter. about Tyr, the big guy. Yeah, he's the Norse God of War. And Kratos and Atreus have finally found him. We talked a lot about him in 2018. Krass mit seinen Augen, Alter. Might as well show him to the people. And then the last character we saw at the trailer, you know, like with the little wink and smile from Angrboda. She's one of the last remaining giants, and her story is pretty amazing and how it fits into the world of God of War. Tyr is being played by Ben Prendergast, who's been completely absorbed in the role, even though he is not a giant as Tyr is. And then Angrboda is being played by Leia de Leon Hayes, who's a complete treasure on set. She's been amazing. Watching her chemistry with the other characters has been amazing, and she's one of the last giants that's living. So we have those characters and a few more. You know, there's a lot of different monsters you saw in there, and there's been so many talented people at the studio building this trailer and putting it together. I just want to give a shout out to the team. I love you guys. You know, I wish you could be here doing this interview with me. I wish you were all behind me right now at the studio. That would have been completely amazing. And, you know, lastly, to our fans, we have a saying at the studio that we are fans of our fans, and I cannot wait to watch all the tweets, the messages, the reaction videos that you guys put out, and our team to be able to take that into heart and just get excited and hyped, and then use that to
push us through to finish the game for you guys. So thank you very much. Now, Corey, we haven't heard a whole lot out of you here tonight. So now that we know you're not directing God of War Ragnarok, I was hoping maybe you could give us a little clue about what you may or may not be working on next. Oh, you'd like that, wouldn't you? You'd like me to just spill the beans and tell you everything that's going on right now. We're actually doing a bunch of stuff. It's really exciting, all the things that we're doing, and you're tempted to know what is this, but I don't really have anything I can talk about right now specifically, mostly because we're really focused on God of War Ragnarok, that I am incredibly excited that I finally understand that that's what everyone was saying, God of War Ragnarok. I was way off. I was thinking it was something else that they were talking about. I think we'll wait to get any deeper into anything else until later. We'll talk again. Das wird so geil, das Spiel. Es wird so explodieren. Thank you, Eric. And next up we have Ryan Treadwell. He's the lead producer at Aspire. And wouldn't you know, just a little while ago, we got the announcement of a remake for Star Wars Knights of the Old Republic. So Ryan, I guess my question is this like a remaster of the original game, or what's going on here? It's so much more, Sid. This is a complete remake of this beloved Star Wars story. For Star Wars Knights of the Old Republic remake, we are rebuilding from the ground up while maintaining that integrity of story and character from the original. So Ryan, how much of a remake are we talking about here? I mean, is this updating some graphics, adding some higher resolution modes? You know, the original Star Wars Knights of the Old Republic is a true classic and one of our favorite Star Wars stories ever. We want to honor that original story and make it as impactful for players today. In terms of the visuals, we have an opportunity to present this story with a much higher level of fidelity than was possible in the past, while making sure that we're being authentic to what players loved about that original game. So we know Aspire from bringing classic Star Wars games to modern consoles, but this is a much bigger project than anything the studio's tackled before. So what can you tell me about the team behind the game? You're absolutely behind the game. Well, Aspire has enjoyed a great relationship with Lucasfilm Games through our work bringing classic Star Wars games to new audiences on modern platforms. This project is on a completely different level to anything we have done before. That's why we knew we had to assemble the right team to do this project justice. Größer als das, was wir vorher alles gemacht haben. Full of industry veterans from fan favorite RPGs, even including the original Star Wars Knights of the Old Republic. It has been a really rewarding experience to assemble such a talented team to bring back an epic game. Ist auf jeden Fall auch so ein Spiel, we're also working closely with the wo ich dran interessiert bin. Star Wars geht immer. Together, we couldn't be more excited about what we'll be able to show you in the future. All of us are, of course, huge Star Wars fans too. Das neue Lego Star Wars, was rauskommt. Building a team to make a big Star Wars game is the ability to instantly bond with all the new people of your favorite aspects of Star Wars. We all have different Star Wars memorabilia behind us in every call, and it always sparks a conversation. Ich bin ein bisschen müde. All right, thanks Ryan. Very exciting stuff, and I'm Geht ja jetzt alle Spiele durch oder was, Digga? Oh, es dauert doch über 2 Stunden. Sometime before we're ready to show more, but we're very excited about being able to reveal more in the future. All right, and that's it for our show. You can catch up on all the big news on PlayStation.blog and check out all the trailers from tonight's PlayStation Showcase on YouTube. Thanks for watching. On YouTube. PlayStation. Ja. Eine ziemlich positive. All the trailers. Mit big news on all the trailers from tonight's PlayStation Showcase on YouTube. Warte. Ey, das schaltet so schnell um. On YouTube. Thanks for watching. Wait. Jetzt. Perfekt gestoppt. Nee, also ziemlich schöne, positive Direct, sag ich jetzt mal. Positives Showcase, PlayStation Showcase. Viele schöne Spiele dabei. Gran Turismo 7, hier God of War Ragnarok oder Ragnarök. Right. So. Und mir hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht. Es waren sehr, sehr schöne Spiele dabei. Meine Highlights waren am Anfang das Star Wars, würde ich jetzt so als Highlight mitzählen.
Dann auf jeden Fall das neue Spider-Man, das Wolverine vielleicht auch wenn man dazu kaum was gesehen hat. Dann natürlich God of War. God of War Ragnarök, dann GT7. Und ja, dieses so ein bisschen auf Süße angelehnt. Das, also hier, wo dieses kleine Mädchen, was sich so in verschiedene Dinge verwandeln kann, das sah echt schön aus. Dann was war's noch? Da wo so eine Frau da war, wo die Hintergrundlandschaften ultra geil aussahen. Das war auch relativ am Anfang. Ja, Uncharted würde ich noch hinzuzählen. Ich habe bestimmt wieder die Hälfte vergessen, aber das sind jetzt die Dinge, die mir im Kopf geblieben sind. Was mich aber tatsächlich sehr traurig gemacht hat, ist, das wollte ich eigentlich vorhin schon sagen, aber ich habe gesagt, zu GTA 5 sage ich am Ende was. Vielleicht habe ich einfach einen schlechten Bildschirm oder der Stream war nicht in der besten Qualität oder ich bin einfach bloß blind oder alles in Kombination. Ich fand jetzt zu diesen neuen Grafiken, also die Clips, die da gezeigt haben, das sah irgendwie nicht nach neu aus, Digga. Vielleicht ein bisschen smoother und nicht so verbuggt, so, wisst ihr, was ich meine? Aber ich sah da jetzt nicht so den High-End-Grafikunterschied. Also die können das Update gerne bringen, bloß in meinen Augen, was ich hier gesehen habe, von dem, was sie gezeigt haben, sah das vielleicht ein bisschen schärfer aus, so wo die mit der Minigun da geballert haben. Aber ansonsten fand ich, war da nichts Neues. Von der Grafik her, von der Optimierung. Wie gesagt, vielleicht liegt es am Stream, vielleicht liegt es aber auch bei mir am Bildschirm, bezweifle ich eher, aber wahrscheinlich eher am Stream, der ein bisschen verpixelter war, sage ich jetzt mal. Und ihr habt es ja noch anders gesehen bei mir, weil ich nicht so die krasseste Stream-Bitrate habe. Aber ja, GTA war für mich, muss ich sagen, enttäuscht für das, was ich gesehen habe. Ansonsten, ja, so ein paar Games halt, die mich jetzt nicht so gejuckt haben. Ja, Deathloop war noch schön. Das fand ich schön, dass sie dann auch mal ein bisschen Footage gezeigt haben. Dann dieses Horror-Game, wo Slenderman, so sah er zumindest aus, drin vorkam. Diese ganzen komischen Masken-Leute da. Das sah auch noch ganz cool aus. Ja, was mich auch gar nicht gejuckt hat, war dieses Guardian of the Galaxy. Die Charakter sahen weder aus so wie die echten Filmcharakter, außer hier der Waschbär da und Groot. Ansonsten nur die Form der Charakter erinnert so an die Schauspieler, aber ansonsten fand ich, sah das überhaupt nicht aus wie Guardians of the Galaxy. Wie gesagt, ein bisschen zu viel Marvel-Spiele wieder, aber die zwei positiven Marvel-Spiele waren auf jeden Fall das neue Spider-Man für 2023 und Wolverine. Das war auch cool. Und ja, ansonsten war das, glaube ich, alles, was mir so im Kopf geblieben ist, was mich so positiv überrascht hat. Was geil war und was nicht so geil war, was mich gar nicht gejuckt hat. Und ihr könnt ja eure Meinung gerne gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ich würde sagen, dann verabschiede ich mich wieder von euch. Von euch. Wenn euch der Stream gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, den Kanal kostenlos abonnieren, meinen Creator-Code SwitchJP natürlich eintragen. Alles klein geschrieben und zusammen. Ihr könnt es bei Fortnite Item Show eintragen, bei Rocket League Item Shop oder wenn ihr euch auf Epic Games Store irgendein Spiel kauft, könnt ihr gerne dazu verwenden. Kriege ich ein bisschen was davon ab. Das ist eine kostenlose Variante, wo ihr mich einfach unterstützen könnt. Würde mich riesig freuen. Ansonsten noch Glocke aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und ich würde sagen, man sieht sich demnächst wieder auf YouTube oder vielleicht auch auf Twitch demnächst mal gucken. Und ja, bis demnächst. Haut rein und tschüss. Haut rein.